Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Es ist ja nun Oktober und entsprechend passt sich auch das Umbauvideo diesen Monat an die Gegebenheiten an. Wie ihr seht, habe ich mir wieder ein paar HeroQuest-Modelle vorgenommen. Diesmal passend die Orks aus der neuen Version. Da muss wieder etwas an den Waffen gemacht werden, denn die sind etwas zu klobig und die Streitkolben, obwohl zweihändig, sind die gleichen wie die der Chaoskrieger. 4 Modelle bleiben so wie sie sind, also können die auf die Seite gelegt werden. Fangen wir mit dem Streitkolben an, denn der geht relativ einfach. Das Material lässt sich gut schneiden und so ist der Kopf der Waffe schnell abgetrennt und kann ersetzt werden. Zuerst wird aber wie immer ein Loch gebohrt, damit die neue Waffe auch befestigt werden kann. Passend zum Schaft wird der Streitkolbenkopf durch eine Axt ersetzt. Allerdings sind das keine Spaltas, wie bei Warhammer von den Orks benutzt werden, sondern einfach nur eine ganz normale Axt von Reaper. Eine der beiden Orkfrauen ist fertig und dann kommt auch schon die nächste an die Reihe. Das Schwert hier sieht zwar sehr orkig aus, erinnert mich aber irgendwie mehr an die Waffen von Chaoskriegern. Außerdem gebe ich offen zu, dass es mir überhaupt nicht gefällt und deswegen muss es weg. Die alten HeroQuest-Orks hatten Säbel, Morgensterne und Fleischerbeile. Die sind hier nicht mehr passend, weil die Orks von HeroQuest mittlerweile mehr zu World of Warcraft oder Dungeons & Dragons passen. Deshalb bekommt die Orkfrau eine neue zusammengesetzte Waffe. Hier springt das Chaos in die Bresche. Zuerst trenne ich die Klinge am Schwert des Barbarenhäuptlings ab. Die wird erstmal nicht mehr gebraucht. Wie immer wird jetzt ein Loch gebohrt, um die Einzelteile später sicher verbinden zu können. Das Parier lasse ich dabei an der Klinge, schlicht und einfach deshalb, weil das kleine Teil dann nicht verloren geht und es sich so besser bohren lässt. Danach wird eines der Haumesser der Tiermenschen herangezogen. Das wird einfach abgetrennt und mit einem Loch versehen. Danach werden die Teile einfach zusammengeklebt und anschließend an der Hand befestigt. Die Frauen sind fertig, also sind jetzt die Männer dran. Hier geht es am Anfang auch wieder nur mit einem einfachen Waffentausch los. Das geht bei dem Ork mit der Axt wieder relativ einfach vonstatten. Das Axtblatt wird abgetrennt und einfach durch einen neuen Waffenkopf ersetzt. Hier kommt wieder das Chaos zu Hilfe. Der Ork bekommt als neues Axtblatt das eines Chaoskriegers. Wie immer wird alles durch Messingdraht verbunden. Ich hatte erst überlegt, ein paar Teile von Warhammer Orks zu benutzen, allerdings passen die einfach nicht mehr, wie schon erwähnt, zu diesen an WoW orientierten Orks, was ich ein wenig schade finde. Aber dann ist es einfach so. Beim letzten Ork habe ich festgestellt, dass der Arm ein einzelnes Teil ist. Dann habe ich mir den Axtork nochmal herbeigeholt und festgestellt, dass auch dessen Arm ein Einzelteil ist. An dem mache ich jetzt nichts mehr, aber der Ork mit dem Schwert verliert seinen Arm. Der Ersatz kommt von den Tiermenschen. Die haben da einigermaßen passende Arme und auch die glatten Klebeflächen sind sehr gut geeignet, um die beiden Teile miteinander zu verbinden. Der Arm und der Körper werden wie gehabt durch Messingdraht verbunden und dann zusammengeklebt.
An der Schulter oben ist jetzt noch eine Fuge zwischen Körper und neuem Arm. Damit man die nicht so gut sehen kann, klebe ich noch einen Schulterpanzer von Chaos-Barbaren über die Stelle und damit ist dann auch der letzte Ork fertig. So sehen die Orks dann fertig aus und sind bereit für ihre erste Partie Hero Quest in bemaltem Zustand. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, abonniert den Kanal, teilt das Video und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.